Kommen wir auf das Hochwasser, denn die Gefahr, die ist ja noch längst nicht gebannt. Neben Donau, Elbe und Neiße gerät nun auch verstärkt die Oder in den Blick. In Brandenburg sind die Krisenstäbe bereits in Alarmbereitschaft. In Sachsen haben wir ja eine ähnliche Situation. Und etwa auch in Lebus in der Nähe von Frankfurt-Oder, da befüllen Anwohner bereits Sandsäcke. Ja, aber so massive Schäden, Marie, muss man ja festhalten, wie zum Beispiel in unseren Nachbarländern Polen, Tschechien und Österreich. Die hofft man in Deutschland auf jeden Fall vermeiden zu können, denn in Polen haben weitere Deiche an der Glatzer Neiße nachgegeben. Perdita Heise mit dem aktuellen Wetterüberblick. Trümmerberge vor den Häusern im polnischen Hladec-Zdrój. Die Innenstadt verwüstet von den Wassermassen. Als der Damm an der Glatzer Neiße brach, konnten die Einwohner der Flut nichts mehr entgegensetzen. Ganze Straßenzüge standen meterhoch unter Wasser, viele Häuser unbewohnbar. Die Stadt mittlerweile, wo wir uns befinden, die existiert nicht. Ne? Wir brauchen alles. Wasser zu trinken, Essen, vor allem auch Sprit. Das ist tragisch, wirklich. Ich bin psychisch am Ende, wirklich. Meine Familie hat Häuser, alles verloren. Am Abend rückt das Militär an, um die Menschen bei den Aufräumarbeiten zu unterstützen und um das, was ihnen geblieben ist, zu schützen. Denn Plünderer versuchen aus dem Chaos Profit zu schlagen. Rund 100 Kilometer weiter nordöstlich in Lewin Brzeski stehen ganze Viertel noch immer unter Wasser. Einsatzkräfte der Feuerwehr und Soldaten sind hier im Einsatz, um die Bewohner aus den betroffenen Gebieten zu evakuieren. Schwere Schäden auch jenseits der Grenze. In Tschechien waren gestern rund 60.000 Haushalte ohne Strom. Und da, wo das Wasser langsam zurückgeht, wie hier in Trebovice, beginnen die Menschen mit den Aufräumarbeiten. Das Restaurant von Veronika Jahodowa zerstört. Doch aufgeben geht nicht. Zu viele Menschen leben von unserem Hotel und Restaurant, sagt sie. Hochwasser auch weiterhin in Niederösterreich. An den übergelaufenen Zuflüssen der Donau steht das Wasser noch immer auf großen Flächen. In Tullnerfeld hat das Wasser den Bahnhof überflutet. Und am Abend mussten die Bewohner dieses Pflegeheims im Bezirk St. Pölten evakuiert werden. Offenbar wurde die Statik des Gebäudes durch das Hochwasser beschädigt und droht nun einzustürzen. Unterdessen steigt in Deutschland der Pegel der Elbe weiter an. Und auch Brandenburg bereitet sich auf steigende Pegel an der Oder vor. Ja, und wir wollen da vertieft auch schauen, vor allem auch nach Polen. Denn Daniel Koop, der ist an diesem Morgen für uns in Breslau, wo die Situation auch noch entsprechend angespannt ist. Guten Morgen, Daniel. Also wir sehen es ja auch schon hinter dir. Man ist da an Sandsäcken eben auch noch beschäftigt. Wie laufen die Vorbereitungen? Was findet man dort aktuell vor? Nun ja, wir sind seit gestern Nachmittag hier in Breslau und wir sprechen ja sehr viel mit den Menschen hier vor Ort. Und die Menschen, ich kann das wirklich beschreiben, die machen sich sehr große Sorgen, dass sich etwas wiederholen könnte, was es schon mal hier gegeben hat in Breslau. Vor 27 Jahren gab es hier ein wirklich ganz schlimmes Hochwasser. Große Teile der historischen Altstadt, die sind damals überschwemmt worden. Ich gehe mal kurz aus dem Bild heraus. Man hat sich hier zusammengefunden, ganz häufig auch über die sozialen Medien. Das sind Menschen, die hier versuchen, eine Bibliothek zu schützen. Ganz in der Nähe auch ein Kloster. Also ich glaube, man kann es erinnern, man kann es auch erkennen. Das sind Ordensschwestern, die auch hier mit anpacken. Gegen 7 Uhr kam heute Morgen hier ein großer Laster. Der hat dann diesen Sand gebracht. Und auch am gestrigen Nachmittag, und wir können mal kurz hier auch rüberschauen, ist man hier wirklich schon sehr, sehr fleißig gewesen. Also man hat hier sehr viele Sandsäcke befüllt. Und wir waren gestern auch in der historischen Altstadt unterwegs am Abend und auch da konnten wir ähnliche Szenen beobachten. Also die Menschen, die machen sich wirklich große Sorgen darüber, wie sich die Oder jetzt hier weiterentwickeln wird. Es gibt unterschiedliche Angaben, wann man hier wirklich den Scheitelpunkt erwarten wird. Einige sprechen vom heutigen Tag, die meisten jetzt aktuell allerdings vom morgigen Tag. Und was da wirklich kommen könnte an Wassermassen dann auch hier Richtung Breslau, das könnte wirklich sehr extrem sein. Und deshalb hat man diese Vorbereitungen hier getroffen. Auch der polnische Ministerpräsident Donald Tusk, der hat sich gestern Abend an die Menschen im Land noch einmal gewandt, hat davon gesprochen, dass man zusammenrücken muss jetzt in der jetzigen Situation, hat aber auch davon gesprochen, dass man ja weitere EU-Mittel wahrscheinlich auch brauchen wird. Also er hat davon gesprochen, dass er die EU-Kommissionspräsidentin einladen möchte, hier auch nach Breslau zu kommen, sodass sie sich ein aktuelles Bild hier von der Lage dann auch machen kann.
Daniel, aber wir haben bereits in den vergangenen Stunden immer wieder gehört, dass es Warnungen der Behörden vor Hochwasserfalschmeldungen besonders in Breslau gegeben hat. Was hast du darüber für Informationen? Ja, ganz genau. Also diese Falschmeldungen, die gab es an verschiedenen Orten, auch in den sozialen Medien. Also da kann man auch sehen, auf der einen Seite können soziale Medien unheimlich helfen. Also die Studenten haben mir berichtet, man hat diesen Post gelesen, innerhalb von 30 Minuten ist man dann hier gewesen und hat unterstützt. Aber ja, du hast es angesprochen, Falschmeldungen, die kursieren in wirklich vielen Bereichen. Also da gibt es Falschmeldungen beispielsweise, dass Deiche gesprengt werden, dass angeblich Trinkwasser nicht mehr trinkbar ist. Und auch da gibt es den Aufruf, sich genau zu informieren, sich an die offiziellen Kanäle zu halten, auch nicht jedem Video zu glauben, das irgendwo gepostet wird. Also die sozialen Medien, man muss es ganz klar sagen, eine unterschiedliche Rolle, wie sie momentan haben. Sie können unheimlich helfen, das haben wir gestern auch mitbekommen, auch in Niesau, das ist ja ungefähr 90 Kilometer von hier entfernt. Da drohte ja in der Nacht ein Deich zu brechen und auch da gab es einen Aufruf über die sozialen Medien und auf einmal waren hunderte Menschen vor Ort beim Deich, haben unterstützt und konnten dann diesen Deich letztlich auch retten. Daniel, danke für all diese Eindrücke dort aus Breslau. Danke.